Erste Einleitung. Der Mythos eines Zirkus. Wenn man den Namen Herman Fuller Circus of the Disquieting hört, denkt man zunächst an ein harmloses, vielleicht sogar nostalgisches Bild. Ein Zirkuszelt, das im Wind flattert, grelle Lichter, die Kinder in Staunen versetzen, und die vertrauten Klänge von Musik, die Heiterkeit verheißen soll. Doch dieser Zirkus ist anders. Er ist kein Ort der Freude, sondern ein Ort der Irritation, des Unbehagens und vielleicht auch des Grauens. Über seine Existenz wird seit Jahrzehnten gestritten. Offizielle Beweise fehlen. Keine Fotos, keine überprüfbaren Dokumente, keine direkten Berichte von Augenzeugen, die man als glaubwürdig einstufen könnte. Und doch, immer wieder tauchen Hinweise auf. Bruchstücke beschädigter Artefakte. Aussagen von Anomalien, die behaupten, Teil dieses Zirkus gewesen zu sein. Geschichten, die sich gleichen, auch wenn sie aus unterschiedlichen Quellen stammen. Alles zusammen ergibt ein Mosaik, das den Schleier um etwas legt, das existiert und gleichzeitig nicht existiert. Das ist der Kern des Mythos. Der Zirkus erscheint wie ein Schatten, der über den Rand der Realität tanzt. Er lässt keine festen Spuren zurück, sondern nur flüchtige Abdrücke, die ebenso gut Wahnvorstellungen sein könnten. Oder das, was übrig bleibt, wenn sich die Wirklichkeit selbst gegen die Erinnerung wehrt. Für die Foundation ist er deshalb mehr als nur eine Kuriosität. Er ist ein Rätsel, ein Flüstern aus den Rändern der Normalität, das sich nicht ganz zum Schweigen bringen lässt. Was den Zirkus so faszinierend macht, ist, dass er zwei Gesichter trägt. Einerseits das Vertraute: Manege, Clowns, Akrobaten, Schausteller. Doch hinter dieser vertrauten Maske verbirgt sich das Fremde. Menschen, die verstümmelt und verändert wurden. Attraktionen, die man besser nicht betrachten sollte. Und eine Atmosphäre, die selbst jene verstört, die glauben, schon alles gesehen zu haben. Vielleicht ist das der wahre Schrecken von Herman Fullers Zirkus. Nicht, dass er unmöglich oder unerklärlich wäre, sondern dass er fast normal wirkt. Fast wie das, was wir kennen. Aber nur fast. Und genau in diesem Fast liegt die beunruhigende Wahrheit. Zweite. Ursprung und Natur. Die Ursprünge von Herman Fullers Circus of the Disquieting liegen im Dunkeln. Niemand weiß mit Sicherheit, wann oder wie er entstanden ist. Manche Quellen deuten darauf hin, dass Fuller selbst, so es ihn jemals gab, ein charismatischer, aber zugleich gnadenloser Mann war, der Anomalien nicht als Bedrohungen sah, sondern als Rohmaterial für seine groteske Kunst. Andere wiederum behaupten, er sei nie mehr als ein Name gewesen. Eine Fassade, hinter der sich eine ganze Struktur von Entführern, Manipulatoren und okkulten Kräften verbarg. Was jedoch alle Hinweise gemeinsam haben: Der Zirkus tritt niemals in der Öffentlichkeit auf, wie es ein gewöhnlicher Wanderzirkus tun würde. Stattdessen taucht er auf abgelegenen Rummelplätzen auf, oft nur für eine Nacht, manchmal für wenige Stunden. Dann verschwinden Bühne, Zelte und Schausteller ebenso spurlos, wie sie erschienen sind. Zurück bleibt nur das Echo derer, die behaupten, Zeuge gewesen zu sein. Die Natur dieses Zirkus ist zutiefst anomale Artikel. Viele der mit ihm in Verbindung stehenden Entitäten tragen schwerwiegende körperliche Verstümmelungen oder groteske Veränderungen. Was in einer Manege wie ein Spektakel erscheinen mag, ist in Wahrheit das Leiden von Wesen, die entweder gefangen genommen oder durch Zwang deformiert wurden. SCP-1884 und SCP-1860 sind nur zwei Beispiele für Anomalien, die nachweislich Spuren zu diesem Zirkus tragen. Andere Objekte, wie SCP-1921 oder SCP-1956, wirken auf den ersten Blick wie harmlose Kunstgegenstände oder Jahrmarktattraktionen. Doch stets mit einem Kern, der tiefer reicht und einen düsteren Ursprung vermuten lässt. In gewisser Weise könnte man sagen, dieser Zirkus ist nicht einfach eine Ansammlung von Menschen und Tieren, wie man sie von traditionellen Schaustellern kennt. Er ist vielmehr ein Konstrukt aus Anomalien, eine Art lebendiges Archiv des Unnatürlichen, das als Unterhaltung getarnt durch die Welt zieht. Die Frage, ob Fuller ihn jemals bewusst erschaffen hat oder ob er selbst nur ein Teil des Spektakels war, bleibt bis heute unbeantwortet. Vielleicht ist das der Grund, warum die Foundation den Zirkus nicht einfach als urbanen Mythos abtun kann. Denn selbst ein Mythos benötigt einen Ursprung. Und dieser Ursprung ist in der Dunkelheit verborgen, wo sich Fakt und Fiktion unheilvoll vermischen. Dritte. Verbindung zu Anomalien. Wenn man die Spuren des Zirkus nachverfolgt, stößt man unweigerlich auf eine Reihe von Anomalien, die auf erschreckende Weise mit ihm verknüpft sind. Diese Verbindungen sind nicht bloß zufällige Überschneidungen,
sondern wirken vielmehr wie das Repertoire einer Truppe, die ihre Attraktionen sorgfältig auswählt und gnadenlos formt. Da ist zum Beispiel SCP-1884, auf den ersten Blick ein humanoides Wesen, doch die Beschreibung liest sich wie ein Katalog des Missbrauchs. Gliedmaßen unnatürlich verlängert, Körper verzerrt in einer Form, die weder natürlich noch zweckmäßig wirkt. Zeugnisse deuten darauf hin, dass es in der Manege als eine Art grotesker Jongleur oder Akrobat vorgeführt wurde. Ein Spektakel, das nicht aus Können, sondern aus Schmerz geboren wurde. In seiner Existenz spiegelt sich die Handschrift eines Zirkus, der nicht unterhält, sondern entstellt. Ein weiteres Beispiel ist SCP-1860. Ein Wesen, das durch seine Präsenz eine Aura des Unbehagens verbreitet, als wäre es dazu geschaffen worden, das Publikum gleichermaßen zu fesseln und zu verstören. Manche Theorien gehen davon aus, dass es einst ein gewöhnlicher Mensch war, bevor es den kreativen Eingriffen der Schausteller zum Opfer fiel. So wird aus einer Person ein Schauspiel und aus einem Schauspiel eine Warnung, was passiert, wenn der Zirkus jemanden in seine Hände bekommt. Doch der Zirkus erschöpft sich nicht in Humanoiden. Auch Objekte tragen seine Signatur. SCP-1921, auf den ersten Blick nur ein Kunstgegenstand, vielleicht eine harmlose Kuriosität. Doch wie so oft, wenn es um Herman Fuller geht, verbirgt sich hinter der Fassade eine Geschichte der Verzerrung. Dasselbe gilt für SCP-1956 und SCP-1931, die nicht nur wie Jahrmarktattraktionen wirken, sondern offenbar auch genau dafür konzipiert wurden. Nicht zur Freude der Besucher, sondern um sie auf subtile, unheimliche Weise zu manipulieren. Es entsteht das Bild eines Zirkus, der nicht einfach seine Teilnehmer findet, sondern sie erschafft. Er nimmt das, was er will, und verwandelt es in etwas anderes. Etwas, das für Außenstehende wie eine Aufführung aussieht, für die Betroffenen aber nichts anderes bedeutet als ein Dasein im Zwang. Jeder dieser Fälle mag für sich stehen. Doch zusammengenommen ergeben sie ein Muster. Der Zirkus hinterlässt keine Verträge, keine Ankündigungen, keine greifbaren Beweise. Stattdessen hinterlässt er nur Wesen, die verändert wurden. Wesen, die ihre Existenz dem dunklen Willen einer Manege verdanken, die zwischen Mythos und Realität oszilliert. Es ist, als wäre jede Anomalie, die mit ihm in Verbindung gebracht wird, ein Fragment der größeren Geschichte. Und diese Geschichte erzählt uns nicht nur, dass der Zirkus existiert, sondern auch, dass er seine Opfer nie vergisst. 4. Spuren in der Realität. So unglaublich Herman Fullers Zirkus auch klingt. Es gibt immer wieder Indizien, die vermuten lassen, dass er mehr ist als nur ein Märchen für Anomalien. Doch die Spuren sind bruchstückhaft, unscheinbar, fast so, als ob jemand absichtlich darauf achten würde, keine klaren Beweise zu hinterlassen. Berichte von verlassenen Rummelplätzen sind vielleicht die bekanntesten Hinweise. Orte, an denen Fahrgeschäfte noch stehen, doch Rost und Staub den Eindruck vermitteln, dass seit Jahren niemand dort gewesen sei. Und dennoch finden sich dort manchmal Gegenstände, die nicht in diese Welt passen. Zerrissene Zirkusplakate ohne klare Herkunft, Kisten voller Requisiten, die weder handwerklich noch technisch erklärbar sind, oder Bühnen, deren Aufbau keinem irdischen Standard entspricht. Besonders auffällig ist, dass diese Plätze häufig von Zeugen beschrieben werden, die sich später kaum noch erinnern können, was genau sie gesehen haben. Manche erzählen von schwachen Musikfetzen, Orgelklänge, die durch den Wind getragen werden. Andere berichten von einem Gefühl, beobachtet zu werden, während sie durch die verfallenen Buden wanderten. Einige verschwanden schlicht und tauchten Tage später wieder auf, orientierungslos und unfähig zu erklären, wohin sie gegangen waren. Dann gibt es Artefakte. Nichts, was in seiner Anomalie sofort ins Auge springt, sondern kleine, subtile Objekte. Ein Holzschnitzwerk, das sich je nach Blickwinkel verändert. Ein Clownskostüm, das Spuren von Blut trägt, aber nie vollständig gereinigt werden kann. Oder eine Eintrittskarte ohne Datum, die niemals zerreißt, egal wie viel Kraft auf sie ausgeübt wird. Sie wirken fast wie Relikte, Überreste eines Zirkus, der nur für einen Augenblick in unsere Realität tritt, um dann wieder zu verschwinden. Noch verwirrender sind die Aussagen bewusstseinsfähiger Anomalien. Manche berichten mit einer Mischung aus Furcht und Nostalgie von einer Kindheit im Zirkus, als Attraktion oder als Teil der Familie. Doch wenn man nachhakt, verlieren sich die Details. Daten stimmen nicht überein, Orte verschwimmen und Namen scheinen frei erfunden. Es ist, als ob die Erinnerung selbst ein Teil des Zirkus wäre, geformt, um die Wahrheit ungreifbar zu machen.
Die Foundation hat versucht, diese Spuren systematisch zu dokumentieren. Doch jedes Mal ergibt sich das gleiche Muster. Keine klare Linie, kein Beweis, nur ein Geflecht aus Gerüchten, Fragmenten und Andeutungen. Und genau darin liegt das Beunruhigende. Ein Zirkus, der real genug ist, um Zeichen zu hinterlassen, aber gleichzeitig unerreichbar bleibt, sobald man ihn wirklich greifen will. Die Frage bleibt: Existiert Herman Fullers Circus of the Disquieting tatsächlich, oder ist er selbst nur ein Konstrukt, eine kollektive Legende der Anomalien, die durch wiederkehrende Geschichten immer wieder ins Leben gerufen wird? 5. Die Atmosphäre des Zirkus. Wer von Herman Fullers Circus of the Disquieting spricht, beschreibt ihn selten nur mit nüchternen Worten. Stattdessen ist es die Atmosphäre, die im Gedächtnis bleibt und die beinahe wichtiger ist als das, was man tatsächlich sieht. Es heißt, der Zirkus tauche stets dort auf, wo niemand mit ihm rechnet. Eine leere Wiese, ein verlassener Parkplatz, ein Waldstück. Über Nacht entsteht ein Areal voller Zelte, Buden und Fahrgeschäfte. Doch so schnell wie er erscheint, verschwindet er auch wieder, ohne Spuren zu hinterlassen. Außer vielleicht ein paar Fetzen von Plakaten oder das Echo einer Melodie. Die Luft im Zirkus soll schwer und süßlich riechen, wie eine Mischung aus verbranntem Zucker, alten Kostümen und etwas, das man nicht genau benennen kann. Etwas Falsches, etwas Fremdes. Schon beim Betreten des Geländes spüren viele Besucher ein eigenartiges Unwohlsein, das sie nicht sofort erklären können. Die Geräusche verstärken diesen Eindruck. Die Musik wirkt vertraut, wie aus alten Zeiten. Orgelstücke, Trommeln, Fanfaren. Doch wenn man genauer hinhört, klingen die Töne leicht verzerrt, als ob sie aus einer anderen Dimension stammen. Manche Stimmen berichten davon, dass die Melodien selbst die Gedanken beeinflussen, ein sogenannter, der die Menschen dazu bringt, länger zu bleiben, als sie eigentlich wollen. Die Darsteller sind dabei das Herzstück dieser Atmosphäre. Clowns mit zu breiten Grinsen, Akrobaten mit Körpern, die nicht mehr menschlich wirken, oder Schausteller, die ihre Show mit einem Blick beginnen, der eher an Hypnose erinnert als an Unterhaltung. Jeder Auftritt ist faszinierend, aber gleichzeitig zutiefst beunruhigend, als ob man in eine Traumwelt eintaucht, die jederzeit in einen Albtraum kippen kann. Und dennoch berichten viele Zeugen, dass sie sich kaum losreißen konnten. So als ob der Zirkus selbst ein Paradoxon wäre: er stößt ab, während er gleichzeitig anzieht. Er flößt Angst ein, während er den Drang weckt, tiefer einzutreten. Er ist ein Ort, der die Grenze zwischen Vergnügen und Schrecken, zwischen Normalität und Wahnsinn verschwimmen lässt. Genau diese Atmosphäre macht Herman Fullers Zirkus so gefährlich. Er lebt nicht nur von den Attraktionen oder Anomalien, sondern von einem Gefühl, das er erzeugt. Einem Netz aus Faszination und Furcht, das jeden einfängt, der den Fehler macht, ihm zu nahe zu kommen. 6. Bedeutung für die Foundation. Für die Foundation stellt Herman Fullers Circus of the Disquieting eine besondere Herausforderung dar. Nicht, weil der Zirkus selbst ständig präsent wäre. Im Gegenteil. Seine Auftritte sind selten, unberechenbar und oft nur durch Gerüchte oder Fragmente dokumentiert. Doch genau darin liegt die Gefahr. Die Foundation lebt von Kontrolle und Ordnung. Jedes Anzeichen einer Anomalie soll katalogisiert, untersucht und wenn möglich eingedämmt werden. Doch der Zirkus entzieht sich diesem Prinzip. Er taucht auf und verschwindet, ohne dass die Foundation verlässliche Muster erkennen kann. Für eine Organisation, die auf Vorhersehbarkeit angewiesen ist das ein Albtraum. Besonders schwerwiegend ist die Tatsache, dass der Zirkus offenbar humanoide Anomalien beherbergt und sie wie Attraktionen zur Schau stellt. Viele dieser Entitäten, SCP-1884, SCP-1860 oder SCP-1921, um nur einige zu nennen, sind bereits unter Foundation-Eindämmung geraten. Ihre Verbindung zum Zirkus zeigt, dass Herman Fuller und seine Nachfolger über Zugang zu einer Vielzahl an anomalen Ressourcen verfügen, die sie nach Belieben einsetzen. Für die Foundation bedeutet das zweierlei. Zum einen stellt der Zirkus ein unerschöpfliches Reservoir an Bedrohungen dar. Jeder neue Auftritt könnte neue, bislang unbekannte SCP-Objekte in die Welt entlassen. Zum anderen zeigt es aber auch, dass selbst eine Organisation wie die Foundation nicht jede Quelle von Anomalien vollständig kontrollieren kann. In internen Berichten wird der Zirkus oft als eine Art Gegenmacht beschrieben. Chaotisch, verspielt, aber mit einer erschreckenden Effektivität darin, den Schleier zwischen der normalen Welt und der anomalen Realität zu durchbrechen.
Während die Foundation alles daran setzt, den Schleier der Normalität aufrechtzuerhalten, reißt der Zirkus ihn bei jeder Vorstellung ein Stück weit ein. So bleibt Herman Fullers Circus für die Foundation nicht nur ein Forschungsobjekt, sondern auch eine Mahnung. Es gibt Kräfte, die sich nicht in Datenbanken einfügen oder durch Eindämmungsprotokolle kontrollieren lassen. Kräfte, die sich der Systematik entziehen und deren Bedrohung gerade darin liegt, dass sie sich in der Vorstellungskraft der Menschen einnisten. 7. Schluss zwischen Realität und Albtraum. Wenn man alle Puzzleteile zusammensetzt, wird deutlich, dass Herman Fullers Circus of the Disquieting weit mehr ist als ein Mythos oder eine Kuriosität. Er existiert an der Grenze zwischen dem, was wir als Realität kennen, und dem, was wir als Albtraum empfinden. Jeder Auftritt, jede Anomalie, jedes Artefakt trägt dazu bei, diese Grenze zu verwischen. Die Foundation betrachtet den Zirkus als einen Stresstest für ihre Konzepte von Ordnung und Kontrolle. Er zeigt, dass es Orte, Wesen und Ereignisse gibt, die sich nicht einfach katalogisieren lassen. Und dass Anomalien nicht nur durch physische Eindämmung, sondern auch durch die Wahrnehmung der Menschen beeinflusst werden können. Der Zirkus wirkt wie ein Spiegel, in dem die Menschheit sich selbst und ihre eigenen Grenzen der Vorstellungskraft erkennt. Doch diese Erkenntnis ist nicht ohne Gefahr. Wer zu sehr versucht, den Zirkus zu begreifen, riskiert, Teil seiner Szenerie zu werden. Teil der Vorstellung, die er erzeugt. Die Linie zwischen Beobachter und Beobachtetem verschwimmt. Was wie ein harmloses Spektakel erscheinen mag, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Prüfung, wie viel kann ein Mensch ertragen, bevor Fiktion und Realität ununterscheidbar werden. Vielleicht liegt gerade darin die dunkle Schönheit dieses Zirkus. Er zwingt zur Reflexion, fordert die Sinne und erzeugt eine Faszination, die gleichzeitig Unbehagen schafft. Für die Foundation sind die Anomalien, die mit dem Zirkus verbunden sind, ein ständiger Erinnerungspunkt. Es gibt Mächte, die sich der vollständigen Kontrolle entziehen. Mächte, die nur dann sichtbar werden, wenn man sie genau betrachtet, und die dennoch stets ein Stück im Verborgenen bleiben. Am Ende bleibt der Zuschauer mit einer Frage zurück. Existiert Herman Fullers Circus tatsächlich, oder ist er nur ein Konstrukt der kollektiven Wahrnehmung? Vielleicht ist er beides, Realität und Albtraum zugleich. Und genau diese Dualität macht den Zirkus unvergesslich, erschreckend und zugleich faszinierend. Ein Schatten, der flüchtig über die Grenze der Normalität gleitet und der uns daran erinnert, dass es Dinge gibt, die wir nie vollständig kontrollieren können und vielleicht auch nie vollständig verstehen sollten.